So, damit beginnt der Stream. Funktioniert wieder nicht, ja? Gut, damit hätten wir das geklärt. Bleibt hier kurz Unterbrechung und jetzt müsste es funktionieren alles. Genau, gehen wir jetzt dann in den dritten Tag von unserer Livestream-Serie. Heute mit der Ubisoft Forward. Was wir erwarten können, sind wohl ein Haufen Neuankündigungen, ein paar Updates zu Spielen wie Rainbow und was habe ich noch gelesen? Trackmania unter anderem. Und zusätzlich werden wir vermutlich noch irgendwelche Spiele sehen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Am wichtigsten wird es sein, wenn Tom dann irgendwann mal vorbeikommen sollte, weil der lässt mich heute mal alleine, weil er arbeiten ist. Bedeutet, ich muss mal wieder die Arbeit für ihn übernehmen, was es ein bisschen unangenehm macht wieder. Aber ich hoffe, ihr kommt alleine mit mir aus. Ich habe auf jeden Fall ein Bier bereit neben mir. Könnt euch gerne auch eins holen. Dann können wir den Abend dann zusammen genießen, wenn es dann in 3 Minuten und ungefähr 30 Sekunden losgeht. Ansonsten kommt morgen der erste Part zu Final Fantasy VII dem Intermission Part mit Yuffie. Könnt euch den gerne mal anschauen, wenn es dann soweit ist. Wird aber vermutlich wie dann mit Shin Megami Tensei eher so in Richtung Daily Uploads werden, während dann Minecraft und Overcooked immer so nur gefühlt alle 2 Wochen ein Part kommt. Wobei man dazu sagen muss, dass eigentlich die beiden Minecraft-Parts schon fertig sind. Und zwar die von unserer Folge ähm, 8 und 9, glaube ich. Die müssten beide dann nächste Woche erscheinen. Und Overcooked ist meines Wissens eigentlich auch fertig. Also meine Folge ist jedenfalls geschnitten und Tom hat eigentlich gemeint, seine wäre jetzt auch dann eigentlich fertig zum Hochladen. Es gibt auch noch einen vierten Part von Minecraft, den muss aber dann Leo schneiden. Ich weiß aber noch nicht, ob er angefangen hat und wann der dann überhaupt hochkommt. Aufnahmen zu Minecraft werden vermutlich diesen Monat noch eine stattfinden. Okay. Über was könnten wir denn sonst noch reden? Hm, genau, was werden wir denn überhaupt die nächsten paar Tage noch machen? Die Streams werden ja immer erst am Tag vorher eigentlich dann festgelegt. Was auf jeden Fall noch kommen wird, ist Square Enix. Die müssten ja, glaube ich, morgen kommen. Dann noch dabei Future Gaming Show und PC Gaming Show. Und davor kommt auch noch was, was ich selber gerade irgendwie vergessen habe. Ja, und die Streams am Montag und Dienstag werden wir uns gleich auch komplett anschauen. Also was kommt noch alles? Capcom. Nintendo kommt auf jeden Fall am Dienstag. Das wird vor allem für mich spannend sein, weil ich jetzt seit Wochen auf meiner Switch sitze und es kommen fast keine Spiele mehr raus, die mich wirklich groß interessiert haben. Obwohl, ich habe ja New Pokémon Snap oder angekündigt, das habe ich mir tatsächlich geholt. Anderes gab es aber dann jetzt nicht wirklich. Ich hatte nämlich schon 3D World auf der Wii U, deswegen hat sich für mich nicht wirklich gelohnt. Und dann dazu nichts wirklich kommt, bin ich vielleicht ein bisschen pisst dann, wenn dieses Jahr dann tatsächlich das Ganze aus dem Skyward Sword Remake passieren sollte, was ich auch damals auf der Wii schon durchgespielt habe. Wie gesagt, ich bin ein sehr alter Mann. Und ja, Square Enix hatte ich ja immer noch die Hoffnung, dass die irgendwas zu einem neuen Final Fantasy Spiel bringen werden. Kann ich aber nicht wirklich einschätzen, wie realistisch es ist, dass dieses Jahr noch eins rauskommt. Hoffe aber, das Ganze bleibt dann nicht am Ende nur noch ähm, auf dem, ähm, auf Life is Strange hängen. Und an die Leute, die dann da sind, was scheinbar gerade mal so eine Person ist. Ich kann ja gerne mal was in den Chat schreiben, damit ich irgendwie drauf eingehen kann.
Wer auch immer das sein mag. Ansonsten könnte der Livestream in manchen Situationen sehr träge werden. Also ich wäre euch sehr verbunden, wenn hier noch Unterstützung von außen kommen wird. Ah, und es geht schon los. Gibt eigentlich Untertitel oder sowas in die Richtung. So. When humanity's pride would lead us to our Ich hoffe, downfall. es ist nicht zu laut. Nur kann ich das wirklich einschätzen. When the heavens themselves would forsake us. The Kyoshin alone would look up to see what was hidden, to hear what was silenced. To cherish what was about to fade. Auf jeden Fall nochmal scheinbar Hashtag for Honor. Der hat ein Freund von mir mal gespielt, hatte aber ehrlich gesagt, für mich, das Spiel sah ganz cool aus, aber ich kann nicht wirklich einschätzen, wie viel Spaß es mir am Ende machen wird. Deswegen habe ich es noch nie gespielt. Was ist mir echt, also ich jetzt weiß, das ist ein bisschen leider, Mann. Aber es ist ja nicht im Spiel so nervig. Meines Wissens ist ja so ein Kampfspiel, wo mich ein Bild, so diese klassische 2D-Formel benutzt, wie bei Mortal Kombat oder Street Fighter. Dementsprechend will ich mal behaupten, nichts bahnbrechendes, und muss man vielleicht auch nicht unbedingt gespielt haben. Auf jeden Fall gibt es dazu jetzt einen neuen Battle Pass. Oder vielleicht nachher Embracing a new power to be transformed and awakened. They would carve their own path in the land of fire. Ja, kann dann direkt mal ein paar von meinen Kumpels nachfragen, was sie davon halten. Wäre bestimmt ein interessanter Austausch. Das ist Assassin's Creed, was wir uns jetzt angucken. Das ist einfach nur irgendeine Transition. Sieht mir alles nach Assassin's Creed aus. Bei Haller dann. Jupp, sollte passen. Habe ich bis jetzt noch, auch noch nicht gespielt. Ich habe nach Origins ehrlich gesagt aufgehört, mich mit Assassin's Creed auseinanderzusetzen. Nach allem, was mir mein Mitbewohner erzählt hat, soll aber das Spiel sowieso nicht so geil sein, weil es irgendwie relativ viel Open Spaces hat, ohne viel Inhalt scheinbar. Aber das war allgemein so ein großes Problem mit Open World Games, dass es echt wenig Inhalte teilweise gibt. Du läufst du teilweise über die ganze Map und findest nur an irgendwelchen random Stellen irgendwelche tatsächlich nützlichen Sachen. Und ich finde, diese Formel hat, glaube ich, egal wie man es umsetzt, immer dieses Problem. Nur halt in entweder größerem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel bei diesem scheinbar bei dem neuen Assassin's Creed, oder eben in weniger großen Ausmaße wie bei Breath of the Wild, wo ich das Gefühl hatte, dass ich tatsächlich es Sinn macht, irgendwo hinzulaufen, weil ich nicht nur irgendwie durch eine menschenleere Welt renne. Wenn wir schon mal bei absolut leeren Welten sind, was genau gucken wir uns da eigentlich gerade an? Wieso läuft der Typ bloß da geradeaus und wo soll das jetzt genau hinführen? Ich meine, es sieht cool aus und so, aber ist es nicht wirklich informativ über das, was jetzt im Spiel geändert wurde, oder? Ja, ist beeindruckend. Unterhaltung pur.
Da war das, was wir gestern gesehen haben, ein Scheißdreck dagegen. Aber ich muss zugeben, das war gestern die Koch Primetime Show echt langweilig. Kam das mir nie so vor, oder hat der Typ im Hintergrund eine extrem schlechte Framerate gehabt? Außerdem das gestern haben wir nicht mal hochgeladen, weil es echt nur ein langweiliges Video geworden ist und wir jetzt dachten, naja, das jetzt hochzuladen macht dann doch keinen Sinn mehr. Haben es dann dabei belassen, außerdem haben wir ja viel so oft den Nachnamen von jemandem gesagt, versehentlich. Deswegen findet ihr es jetzt auch auf YouTube nicht mehr. Aber ich bin ganz ehrlich, so, ich habe nichts verpasst. Endlose Weiten mit endlosem Nichts. Was? Läuft eigentlich irgendjemand in Videospielen tatsächlich so langsam rum? Oder ist es eigentlich nur so sowas, was eigentlich nur in so cineastischen Montagen irgendwie gezeigt wird, weil ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich als weiteres ist. Wenn man sein Spiel so vorstellen möchte, dass man nur rumlaufen kann, dann hat es auf jeden Fall das erreicht. Sind die Regeneffekte irgendwie komisch, wenn sie auf den Boden treffen? Das sieht irgendwie aus, als würden sie irgendwie in der Luft aufplatzen. Ich sehe es aber auch nur gerade auf dem Livestream so aus, ich weiß nicht, wie es in-game ist. Sag mal, passiert ist auch langsam mal was. Leute, die da an dem vorbeireiten, müssen sich auch denken, was ist eigentlich mit dem los war und latscht hier eigentlich so braindead durch die Welt. Schöner Erdhaufen da rechts. Er kommt immer näher. Na. Jetzt haben wir mal was anderes außer Gezwitscher. So, und gleich brechen die Säulen ein, der Typ stirbt und dann ist die Montage vorbei. Will ihr mich jetzt verarschen? Das war's? Okay. In the disability community, we have a saying, nothing about us without us. It's to say our rights, access, and inclusion in the world can't be met in proper or full ways without direct involvement. It's as true for gaming as it is access to a building. It's really important to us that we work with the community to improve accessibility. By not just involving, but valuing players and developers with first-hand experience of disability, we're much less likely to make mistakes in our approaches. Even if our efforts are well-intentioned, they might not really reduce a barrier or contribute to stigma. We're really thankful and proud of the community for their contributions. When I was working with Ubisoft on Watch Dogs Legion. One Piece T-Shirt, sympathisch. We got to sit down at a table going through ideas on how a feature could be used, like the directional captioning, or what kind of information could be on the screen at the same time. Weiß ich, ob das jetzt gemein klingt, so, warum kalt man überhaupt bei jemandem, der Zeichensprache macht? Ich meine, es wird auch keinem Menschen auffallen, wenn das jetzt einfach drin bleiben würde, wenn das jetzt schon mal versprochen hat. It was great how they were double checking to make sure they got it right. I grew up waiting for accessibility to be something companies can talk about. Watch Dogs Legion's Play As Anyone innovation brought with it a promise of diversity and inclusion that inspired our team to make accessibility a core pillar of our design from the very beginning. The game offers a visualized sound effect system
that captions hundreds of ambient world and gameplay sounds, from birds singing to footsteps to cars accelerating or crashing, each prioritized by context and spatialized with a directional indicator. The Watch Dogs Legion's team is extremely proud to have achieved this new level of accessibility, but it's only the beginning. Games that are truly accessible to everyone will require continuous innovation and effort, and I look forward to seeing today's innovations become tomorrow's standards. On Vielleicht ein Assassin's bisschen Creed sehr viel Valhalla, Lob we für started Watch Dogs working Legion. on accessibility features very early in the process. We have options for player to choose their text size, but also the text size of the subtitles. You can add a background to your HUD elements to make sure the contrast is good for you. We can adjust the icon size also depending on your gaming setup. We want to make sure you get the most out of it. Ubisoft's goal is to make games that enrich our players' lives. And key to that is making games that are inclusive and accessible to all. What we've seen is that by talking to the community and learning from each other, our teams are really inspired to innovate and find solutions, striving to challenge themselves and always improve. Ich habe irgendwie so leicht das Gefühl, dass Ubisoft es einfach gerade bloß sich in einem guten Licht aussehen lassen wollte. Jetzt nochmal irgendwie eine volle Montage von irgendwie Gameplay und dem gar nichts passiert. Darauf hätte ich nämlich nochmal Bock. Das ist eine mächtige Axt. Ja, scheinbar ist nochmal tatsächlich eine Montage, in der nichts passiert. Das ist aber schön. Da kann Ubisoft noch ein bisschen angeben, wie absolut wunderschön ihre Spiele aussehen. Ja. Kann gleich auch da runterspringen ins Wasser. Wird bestimmt spaßiger sein als das, den wir uns jetzt angucken müssen. Wie ein Gemälde in der Ferne. Bom, 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 bom. Wenn jetzt einfach wieder irgendwas anderes gezeigt werden, außer bloß die Umgebung von irgendwelchen Spielen. Wird langsam ein bisschen anstrengend. Ja, aber erstmal ein Bier. Rechts ist irgendwie... Sind wir was kaputt gegangen? Ah doch, da ist was kaputt gegangen. Sieht aus, als wäre was abgebrannt. Ja. Die Sticker auf der Krone wirken sehr authentisch. Genauso authentisch wie eine Frau, die auf einer Drohne sitzt und damit rumfliegt. Gleich fährt er sich im Baum und die knallt mit voller Fresse dann auf den Boden. Ah ja, spannend.
Hat ja eigentlich auch schon mal irgendwie den Drang, ihr Gesicht durch den Bildschirm zu hauen, einfach um halt einfach den Schmerz der Langeweile damit zu beenden. Es gibt ja tatsächlich so Experimente, wo Leuten die Wahl gestellt wurden, ob sie lieber sich selber Schmerzen zufügen oder lange weiter aushalten wollen. Die haben mir lieber Schmerzen zugefügt. So fühle ich mich gerade. Könnte ich nicht vielleicht irgendwie Polizei irgendwie darum kümmern, wenn eine Frau auf der Drohne rumfliegt. Und schon wieder ist das Ganze vorbei. Ach cool, es passiert aber tatsächlich was. Oh Gott. Trackmania habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Aber irgendwie ganz cool, dass immer von dem, was ich gesehen habe. Was ist Ubisoft Plus? Keine Ahnung, habe ich jetzt irgendwie mich hier blamiert mit meinem Unwissen, aber habe davon noch nie gehört. Jo, das ist sick. Komm, jetzt kriegen wir gleich noch eine Montage, oder? Komm, gib uns. Eine geht noch. Ach. Können wir jetzt nichts Besseres vorstellen, als noch eine Montage zu sehen, wo jemand einfach nur in einem Videospiel rumläuft. Ich habe am besten keine Ahnung, welches Videospiel das ist. Aber ja, ich hatte recht, es gibt noch eine geile Montage. Naja, wenigstens ist es nicht so grottenlangsam wie die beiden davor, das macht einigermaßen okay. Ja, guck mal, das ist echt ein Flugzeug, oder nicht verpassen. Ich habe tatsächlich ein paar Bekannte, die fahren Flugzeug. Die haben mir mal erzählt, dass scheinbar irgendwie voll anstrengend ist, irgendwie sowas so ein Flugzeug zu fahren. Ich meine, klar, es ist aber irgendwie so eine generelle Aussage, aber irgendwie, was für Scheine man da alles machen muss und was für und keine Ahnung, die Prüfung mal ablegen muss, nur um irgendwie so ein Flugzeug zu fliegen. Geben wir ein bisschen zusammen manchmal damit an. Einer meinte mal, er kriegt dann locker seinen Autoführerschein, weil er schon einen Flugzeugführerschein hat. Er ist aber durch die Praxisprüfung bei der Fahrprüfung dann durchgeflogen. Da kann man sich heute noch ein bisschen über ihn lustig machen darüber. Ein anderer hat letztens erzählt, dass er letztens fast beim Fliegen gecrashed wäre mit jemand anderem. Ich war nicht wirklich witzig, aber irgendwo auch schon. Hat er danach auf jeden Fall gemeint, dass er jetzt irgendwie so einen Bericht oder so schreiben muss. Stell dir mal vor, jemand rast fast auf dich drauf und du musst dann darüber einen Bericht schreiben. Gar kein Bock. Hätte man doch eigentlich lieber gehabt, dass er einfach erwischt worden wäre und dann einfach so anderes übernehmen müsste. Tja, und weiter geht die wilde Fahrt über tausende Kilometer von gar nichts. Weiß nicht, ob es nur im Film so aussieht, aber an sich wirkt das, was wir da gerade sehen, nicht mehr so beeindruckend.
Die Bäume wirken etwas knetartig. Ja. Der Effekt ist aber ganz cool, wenn man fliegt, wie so die Luft so nach hinten schießt und das ist so, ja, so random wirkt, es nach hinten peitscht. Das hat einen sehr dynamischen Effekt. Könnte meinen, sehr aerodynamisch. Oh. Bin ich witzig. Ja, die Musik kommt wieder, das heißt, es wird gleich vorbei. Schade aber auch. So, you might often see on social media a game announcing that it's gone gold, but the question is, what does that actually mean? You may not know this already, so I'm going to tell you. Ich hab tatsächlich gar keine Ahnung, was das bedeutet. So when we say that a game has gone gold, it means that the game has been approved for manufacture. So that can be Sony, Microsoft, Google, Amazon, Nintendo, whichever platforms we're targeting for that specific game. The game is fully playable, it's stable, it's got a decent level of performance, and everything's basically working. And also that we've passed all of the compliance requirements from those first parties, and they have basically said, yep, off you go to manufacture. And then we start making the discs from there. So the term going gold comes from when this was all done on physical discs. It's digital now, but when this was physical discs, the ones that were sent to the manufacturer companies with that version of the game on that has been given the thumbs up, they were gold coloured, and so we still use that term today. So when we go gold, it doesn't mean that all the work is done for the team. We usually go to manufacture about 6 to 8 weeks before launch, so there's some time there that we can use to properly polish the game and fix things like stability and little niggly issues that might impact the gameplay when we go live. So one of my best memories from shipping a game is when we were working on the Division 2, and we decided quite last minute there that we wanted to make some improvements to the onboarding and tutorials right at the beginning of the game. So what that involved was me running around the office, just speaking to people, trying to see what was possible, what was safe to do, what changes we could make that were really going to improve everything. And it was great to be able to work that tiny bit of magic right at the end that was going to improve the experience for everyone. So when a game goes gold, that's quite a big milestone for the team. It means that something that they've been working on for quite a few years is almost ready to go. So remember to give them a shout out when you hear a game's gone gold. It means that we're all really excited to see you get your hands on the final product. Da Ubisoft gibt sich echt Mühe, er ist echt gut darstellen zu lassen heute. Ah, nochmal. Meine Aufregung ist kaum in Worte zu fassen. Naja. Eine halbe Stunde geht dann die richtige Übersetzung los, der ist krass, hoffe ich. Eine Stunde später kommt dann irgendwann mal Tom. Weil die sind noch rechtzeitig für der Woche dabei. Weil ich krieg da auch eine Gehaltskürze von mir, wer weiß. Ach cool. Naja, so Fokus auf der Drohne in dem Flugzeug und jetzt noch in dem Schiff. Jetzt haben sie aber die ganzen Bewegungsmöglichkeiten langsam ausgereizt, oder? Wisst ihr eigentlich, was echt gute Assassin's Creed Alternative war? Ghost of Tsushima. Der exakt das gleiche gemacht, was Assassin's Creed gemacht hat, nur dass tatsächlich an jeder Ecke was Spannendes zu finden war. Und auch die Geschichte oder die Storyline, die mich tatsächlich ein bisschen interessiert hat. Wir werden über Assassin's Creed eher weniger sagen. Ich meine, die Story von Origins war ganz nett, aber
Das war einfach nur, Chip geht los und bringt die Leute, die seinen Sohn umgebracht haben, um. Und mittendrin ist dann halt noch Cäsar gestürzt worden, passiert halt mal, ne? Und da hat Brutus das Kapitalverbrechen verursacht und kam dann in die Hölle und hat sich dann den Rest seines qualvollen, immerwährenden Daseins in den Mund des Teufels verbracht. Oder verpunkt ihn noch genommen haben. Habt ihr eigentlich die Serie Vikings gesehen? Habt ihr jetzt die Staffel wieder geguckt, die war ganz nett. Und ich weiß nicht, ob ich reingekommen, weil ich irgendwie ab dem Punkt aufgehört habe, Serien zu schauen. Aber an sich fand ich es ganz cool, weil es auch relativ geschichtlich akkurat war, wie die Wikinger dann in England eingefallen sind. Hat einfach den Immersionsgrad deutlich erhöht. Auch die Kultur fand ich relativ gut eingefangen. Ich würde auch sowieso gerne mal, also das unabhängig von wie kann man gerne mal nach Skandinavien gehen und mir einiges von den Sachen angucken. Ich meine, Island ist fucking tot, aber sich trotzdem anzuschauen wäre interessant. Und auf zum nächsten. When I started this project, the homework I got from from the Ubisoft team was go home and play. My name is Einar Salvik, a musician and composer from Norway. My name is Julie Fowlis, and I'm a musician and a singer from Scotland. I predominantly sing in Scottish Gaelic. The music that I perform is deeply rooted, the music of the Highlands and Islands in particular. I understood quickly that myself and people in the music team of Ubisoft, we had a lot of the same ideas and vision of what my part in it could be. When I decided I wanted to have Julie on board and she's accepted, I could already hear the music in a way. I've known Julie for a long time, been a fan, and yeah, always hoped at some point come an opportunity to do something together. I do connect to her way of approaching the older song traditions. It feels great to have her part of this. It was certainly an amazing opportunity to work with Einar. I love his work, I love his music, and his approach to making music. To work with Einar on these songs was just something to me that felt quite natural and really enjoyable, actually. I have implemented instruments such as the lyre, which would be the most common string instrument at the time. I of course used the bronze horns that we also have in Scandinavia and was present in Ireland at this time and for a long period before this as well. One instrument that I introduced that I didn't use in the main game is the crwth. It's a form of lyre, was present in both Ireland and Wales and Scotland. So of the two songs that we worked on, one of them was in Old Irish, Flan for Eden. That is actually an excerpt of a poem dating from the early 800s. That was the intention of the song, creating a praise poem for a flan. The Liafal there are many strange myths about it. It is sort of the coronation stone that had a power of choosing the king. When a truthful king would touch it, the ground would resound beneath it. It is sort of the heartstone of Ireland. It was really a great experience working on these two songs. They were very, very different stylistically and linguistically also. We wanted the Gaelic language, Old Irish Gaelic, which is a mysterious language. This is a language that we have evidence of through writing, but we don't know
how it sounded. We don't actually know for sure how it sounded, so it's a little bit of educated guessing. The legend is that the stone will bring woe. But the song claims if Ireland came to peril, the stone would rain a storm of wonders. But Ciara is a very important character in this story. Ciara means the dark-haired one, and it was challenging for me too. I had to adopt the voice of this amazing character who's a very, very strong character. But it was really incredible recording the voice parts and being directed in real time from Canada. I put a lot of heart into my work. It's important that it reflects the game, but also reflects the culture. The music and the language, they really shape our identity as Gaels. It was hugely satisfying to work on the music, and actually for me it was a great way to channel some creativity during the pandemic. Krass. Das wollte ich ganz dringend. Jetzt nochmal 10 Minuten Montage. Da kann man ja tatsächlich dann ein bisschen währenddessen über Musik reden, wenn wir schon dabei sind. Ja, bin ich auch sehr ein großer Fan von, wenn wir schon mal dabei sind, nordische Musik, vor allem Metal. Finnischer Black Metal ist Musik, aber ja, es hört sich dann darüber nicht mal speziell in dem ganzen Video, es würde vermutlich mal, werde ich mich glaube ich vorbereiten, wenn ich über sowas jetzt rede. Da kann ich sehr viel ausprobieren. Stimmt, Autos hatten wir noch nicht. Ne, tun wir hier sonst eine Fortbewegungsmittel abklappern. Was kann das nächste? Ein Bus und Wagen? Ärgert sich, wenn man sich im Videospielen an die Verkehrsregeln hält. Hat vor allem immer gut funktioniert in GTA 5. Oh, guck mal, da ist die Drohne von vorhin. Also, ganz ehrlich, wart ihr immer in der Stadt Auto fahren und habt so viel Platz gehabt, wenn ihr Auto fahrt? Ich glaube nicht. Da sind wir sicher in eine Großstadt Auto gefahren, bin, weil überall alles vollgestaut und ja, Wortbewegen ist, glaube ich, an dem Punkt eine Übertreibung gewesen. Vor allem auch sind irgendwie Straßen so verwirrend. Tja, wenn man vom Land kommt, kann man wohl mit dem Stadtleben nicht wirklich klarkommen. Weil ich tatsächlich sehr gerne schwer Zeit in Städten verbringe. Ich gehe gerne einkaufen und so. Also momentan halt nicht wegen Pandemie, aber davor fand ich es ganz cool. Damals, als man noch mal mit den GameStop reingehen konnte, der vielleicht auch immer bald pleite gehen wird. Aber vielleicht soll ich mir die Hoffnung nicht so senken lassen und mir einfach ein paar GameStop-Aktien kaufen. Das wäre ziemlich nice. Dann hätte ich immerhin im besten Fall eine Wertanlage für die Zukunft und im schlechtesten Fall mein Geld rausgeschmissen. 1986, Brittany, France. The Guillemot brothers catch a glimpse of the future and launch Ubisoft. No internet, no emails. Just a bunch of people and a passion for technology and games. Today, Ubisoft still has an eye on a future where 85% of the jobs that will exist in 2030 haven't even been invented yet. Since Ubisoft can't predict the future, we need people ready to forge it. Talented people who aren't afraid to create the unknown. And Amandine Lower is one of those people. This is Amandine. Coucou. She hates interviews. Sorry about that. But we'll find a way, because it's worth it. I could tell you she's a junior developer, a graduate of a video game school, but I won't, because she's not. Instead, I'll tell you the story of an unexpected career path.
Well, I'm the narrator, by the way. I don't really exist, but I know Amandine and I know Ubisoft. She'll correct me if I get anything wrong. I can do that. Amandine loves arts and crafts. She draws illustrations and character art. She can crochet tiny cute animals. She studied languages at the University of Chambéry, France. She lived in New Mexico and Japan. In each new place, she started off from scratch, totally lost, barely understanding a word, and she loved it. I can't say it was always easy, but I love developing new skills to get out of tricky situations. This is Peo. He hates turning his camera on during calls. But I'll make an exception for you. But he'll make an exception for us. Peo is Amandine's first real boss. He recruited her in 2016 for an internship in communications, even if she didn't have a degree in communications. She seemed daring and resourceful. He trusted her immediately. And yes, Amandine plays video games, but lots of people at Ubisoft play games. Many don't, and that's just how Ubisoft likes it. Amandine managed Ubisoft's internal weekly newsletter. She felt this job was a perfect match for her independent spirit and her taste for new challenges. But she'll never forget Peo saying, "Push the button, Amandine. It will only be sent to 11,000 people. It's 20,000 now." Props to Marine, she's now the one in charge of sending the email. Easy peasy. This is Colleen. She's a content communications manager. She helped Amandine build on what she learned with Peo when she hired her next. She wasn't afraid to break with convention, and I really encourage that. Because it provides a new way of doing things. Amandine started organizing conferences and writing speeches for Ubisoft speakers. She was learning something new again, and she loved it. I know it sounds weird, but she's telling the truth. I love a good challenge. But in Amandine's head, a little seed had been planted. An idea was forming. She was so close to the people making the games she loved. 2 years later, it became clear. She wanted to be a line designer. Amandine reached out to Elizabeth. She was leading teams of line designers at the time. The way she talked about the game she liked was so passionate and professional. She was even able to connect an IP to a player journey and talk about those tiny details that can sometimes make a huge difference on the quality of the game. Amandine started helping production teams design the content of their games. She's one of the bridges between the top management at HQ and the production teams in Ubisoft studios around the world. She is an interpreter, as she has always been. Yes, being a line designer is all about communication. You can always reinterpret your skills in a brand new way. Looking back, without Peo and Colleen, she would have missed a key Mario Rabbit. That's it. Thanks, Amandine, for your inspiring story. Merci. Before I go, did you like this story? Head over to ubisoft.com to hear more just like this one and maybe even take your first step towards creating the unknown with Ubisoft. And I really encourage that. Easy peasy. Ich fand, das haben sie ganz charmant gemacht. Aber es ist auch das, was davor sich irgendwie ein bisschen zu ernst genommen haben für ja, halt eine E3-Präsentation, wo sie irgendwelche random Leute wie mir einfach ihre Firma gut machen, zeigen wollen. Aber sie hat sie echt die hätten echt einfach eine halbe Stunde wegcutten können, diese ganzen komischen Ingame-Footage, was sie da aufgenommen haben, einfach weglassen können. Ha, Time-Auto. Mir ist wohl doch keine Fortbewegungsmöglichkeit mehr eingefallen. Komm, überhol ihn von rechts. Das ist in Amerika gegen das Gesetz, bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall ist das nicht so nett wie, ist nicht so, wie du dir jetzt natürlich nicht so sehr ganz gut als Video vorhin. Das ist, etwas realistischer wie dem echten Spiel, an dem echten Spielstil angelehnt. Weil die Person war einfach betrunken, als es gespielt hat und wollte sich tatsächlich an die Verkehrsregeln halten. Oder die Person wollte, dass es so aussieht, wie wenn ich am Steuer sitzen würde und konnte jetzt, ja, ich meine, sogar realistisch finde ich halt trotzdem nüchtern drin hocke und aus dem Kacke fahre. Des Weiteren wechselt die ständige Spurenwechsel aus der
inspirierend. So krass hinten aus dem Auspuff rausgekommen, wenn ja, dann das ist es eine ziemlich dicke, das ist ziemlich dick, was sie da eingebaut haben. Ah, Volkswagen steht da drauf, das ist ja interessant. Volkswagen, meine Lieblingsdeutsche Firma. Ah Gott, die haben so viel Dreck an Stecken, das ist eigentlich unglaublich. Ey, wenn ihr euch mal was krass angucken wollt, dann gönnt euch mal diese Interviews mit Piech von damals. Der Mann macht mir Angst. Rated E10. Ah, Brawlhalla. Das wurde mir auch schon öfter schmackhaft gemacht. Ach, die Ninja Turtles, krass. War ich schon vorher dabei? Das ist jetzt ein Update. Ja, wie gesagt, Brawlhalla auch noch nie gespielt. Ich glaube, es soll was sein wie ein echten Smash. Aber ich habe schon Smash, also ich gebe nicht noch extra, noch extra noch weiter spielen, wo ich eigentlich das Gleiche machen kann. Wusstet ihr eigentlich, dass es einen Batman-Comic gibt, wo einfach Batman zusammen mit den Ninja Turtles kämpft? Keine Ahnung, was da irgendwie abging, als das vorgeschlagen wurde, aber ich würde es mir gerne mal durchlesen, bin ganz ehrlich. Das ist einfach ziemlich abgefahren, das Konzept. Ich meine, die Leute dachten, das wäre ziemlich krass damals, als dann hier die Genesis-Comics rauskamen, zusammen als Marvel und DC, also das springt doch wirklich in den Rahmen. Ah, 16. Juni. Oh nein! Oh nein! Noch mehr Ingame-Footage. Sieht man eine Bahn? Ah, Pferd. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn ich das so sehe, dann erinnert mich das ehrlich gesagt an Red Dead Redemption 2. Und wenn mich was an Red Dead Redemption 2 erinnert, in einem Assassin's Creed Teil, würde ich ganz ehrlich sein, würde ich gleich lieber Red Dead Redemption spielen. Jetzt ist ja auch das die Strategie dahin, so wer weiß. Tja, vielleicht wollen sie damit angeben, wie groß das Spiel ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich dann auf die Berge zugehen würde, da irgendwo eine unsichtbare Mauer ist, die mich davon abhält, weiter zu laufen. Wisst ihr, was ich eigentlich ganz, also an sich habe ich ja gleich schon öfters gesagt, ich bin ein Sommermensch. Aber Schnee finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber fände es trotzdem besser, wenn dann währenddessen noch die Sonne scheinen würde, wie es in, wie man es jetzt hier gerade sieht. Weil generell finde ich einfach Wolken extrem anstrengend, wenn man irgendwie ich weiß nicht wieso, aber ich finde es einfach, wenn ich dann rausgehen muss und das einfach nach außen gucken und es sieht einfach schon zu deprimierend aus, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, aber ich bin immer noch dafür, dass insgesamt trotzdem die Wärme besser ist als Kälte. Hello everyone! As you may already know, Ubisoft has been supporting indie studios for many years now. Whether it's on production, innovation, creative or even financial support, our teams have been supporting indie studios from all over the world. Today, we wanted to use Forward to highlight a selection of indie games we've had the pleasure of supporting recently. Enjoy! That's ganz cool. Hi, I'm Sandro, the co-founder of Tucana Interactive, a young independent game development studio based in Berlin, Germany, currently working on Dorfromantik. Dorfromantik is a relaxing strategy and puzzle game where you create an ever-growing idyllic landscape by placing tiles. You can immerse yourself in a beautiful, peaceful and quiet world if you need a break from everyday life. Dorfromantik also offers a challenge for those who are looking for one.
because to beat the high score, you do not only need to plan ahead, but also place your tiles very strategically. We are the lucky winners for Ubisoft's Entrepreneurs Indie Camp in the German-speaking area, and we are excited for the upcoming acceleration program, where we participate in mentoring sessions and are able to receive marketing support, such as echt random und hardcore sind. Dorfromantik is already available right now in early access and will go into full release later this year. In addition, we also already have plans for mobile and the Nintendo Switch, so there's a lot still to be discovered. Switch. Thank you for your Wenn es auf dem time Handy and to läuft, dann läuft es Ubisoft auf for der this Switch. great opportunity. Dorfromantik. Sogar der Titel ist deutsch. Hey y'all, so I'm in Taylor. I'm one of the co-creators of Bravery Network Online, a game by Gloam, which is our studio. Bravery Network Online is a turn-based strategy game. You've got a team of 5 fighters. You're playing against an opponent's team of 5 fighters. And they are, you know, a little bit gay. But you know, if you're not gay, that's okay too. I think that it's a really, really fun world, and I think that the competitive play of it is really solid. We've been working with Ubisoft for a little bit now. We actually are the winners of Ubisoft's 2019 indie series run by Ubisoft Toronto. They've helped us out so much over the years. They've given us press support when we launched into early access. They connected us with different folks internally who could help us out, and even to folks outside their company. We have a pretty vibrant Discord community and a lot of folks who've just been enjoying the game, and we're really appreciative of that. Bravery Network Online is in early access now, so feel free to pick it up and send it to some friends. I would really appreciate that very personally, so thank you. Bye. Warte mal, ist jetzt ein turn-based fighting game? Hello everyone, I'm David Greenswell, Game Director on You Suck at Parking. You Suck at Parking is hey, the most extreme parking game and probably the only racing game where the goal is to actually stop your car. It's a funny physics-based racer, which doesn't take itself too seriously, but still requires enough skill for you to master the hardest tracks. We crashed into the Ubisoft design team a while ago and we had some great discussions on You Suck at Parking. They gave us actionable advice and great feedback along the road. And they've been championing the game ever since, so we're super grateful for them. You Suck at Parking presents you with a ton of varied and surprising levels. The goal is to fill every parking spot before the timer runs out. And don't get too attached to your cars though, because you'll have to respawn a lot. For the competitive players out there, there's leaderboards in every level, so you can compete with your friends in the world for those top spots. Dann kann ich mich damit identifizieren, ich bin auch gar kein Parken. We've also included a level editor that features everything that's in the main game, so you can go all out and be creative and make your own tracks. You want to know how much you suck at parking? You can already do so. Download the demo. You can also talk to us, show us your best moves, or talk to other parksters at our Discord. Happy parking! Ja, was sagen, das kann ich eventuell mir mal für den Tag mal bitte spielen. Ach ja, natürlich, jetzt kommen erstmal wieder eine geile Montage, wo jemand auf irgendeinem mir rumläuft oder rumfährt. Ah, diesmal laufen sie wieder. Welches Spiel ist das? Also ich habe echt gar keine Ahnung. Was mich eigentlich noch heute interessieren würde, ist, ob sie irgendwie ein neues Rayman-Spiel ankündigen. Darauf hätte ich wirklich Lust. Aber ich meine doch irgendwie, dass da der Produzent oder irgendwie sowas in die Richtung ist, das jetzt irgendwie da hat irgendwie Ubisoft gelassen. Also, wenn ich es noch richtig weiß, das heißt, wir kriegen vermutlich nichts mehr. Ein bisschen traurig. Das ging jetzt aber schnell. Gut, was wollen sie uns denn jetzt Geist zeigen? Oh Gott. Ich mache noch irgendwann mal aufs Klo gehen, bevor Hafentäubchen ganz zwischen den Streams seid. Ansonsten wird es noch schmerzhaft für mich. Hi everyone, I'm Olivier Guédon, producer here at Ubisoft Ivory Tower. The Crew 2, launched in 2018, reaches its third anniversary. Ein Gebäude heißt mit Ivory Tower heißt, wie heißt denn das? Multiple content deployment. Every 4 months, a new season, and every 2 months, a new episode. We delivered all the content announced 1 year ago. And for this, I would like to warmly thank our teams here at the studio for their work and commitment despite the COVID-19 context. But it's also time to warmly thank you, our community.
since we are really proud to announce that we are now more than 30 million players to have joined the Crew franchise since 2014. And for those who have not joined in yet, what a better time to jump in the Crew 2. First, claim this amazing vehicle for only 1 Crew credit in-game starting today. Also, next week, enjoy one event for each major update we released so far in a special anniversary live summit. But it's far from being over, and I'm super happy to announce more season for our 4th year. This new content will of course be available through Motherflix, new season, and episode. But enough talk, and enjoy a glimpse of your next Motherflix show. Thank you all. Okay, kommt noch was. Welcome to special number 1 of the U.S. Speed Tour East, around New York City, the Big Apple. Daytona, Florida, speeding along the world's most famous beach. What a perfect day here in Miami. Fans are gathering, drivers are ready. Hey, I think we're going to have a great race today. Jedes Mal ich an Miami denke, muss ich einfach nur an Drogen denken. And I guarantee you that they are ready to make the show. The U.S. Speed Tour East is about to start. It's probably the biggest race of my career. What a mess out there. Are you ready? The clock is ticking. Go, go, go! Was ist eigentlich so eure Meinung zu Rennspielen? Also in einer gibt, wo ich echt wenig mit anfangen kann, wenn ich Rennspiele. Ich meine, ich spiele Mario Kart und so, aber außerdem vielleicht mal von F-Zero. Wenn man GTA dazu erzählen möchte, vielleicht das noch. Oh nice, noch mehr. Darauf habe ich schon gewartet. Ich meine, jetzt sind wir bei dem Rennspiel einigermaßen Sinn. Ach cool, es gibt keine Gegner. Ah ja, was ich meinte, ich muss aufs Klo. Ich glaube, ich will jetzt auf die Zeit mal kurz auf die Toilette gehen. Ihr könnt euch ja entspanntes hier reinziehen, es wird großartig. Got the whole place rocking. It's popping, no stopping. Standing on the stage, got the whole place watching. Vacation, hotel hopping. I'm a big deal. I'm a big deal. Standing on the stage, got the whole place rocking. This car rustles my jimmies in a way that jimmies should not be rustled by a car. Worldwide on the scene, I'm a big deal. Everybody know me, I'm a Nowe Zeug. Was schauen wir uns da gerade an? Oh, Rainbow. Das haben wir wahrscheinlich noch gerne gesehen. Kann mir ja eventuell noch ein paar Infos dazu geben, als wenn so Wichtiges angekündigt wurde. Bisschen cringe. Okay.
Mhm. Oh Gott. Jetzt geht's weiter. Oh. Das ist aber überraschend, tatsächlich mal etwas, was nicht irgendwie komplett in-game ist. Na. Hey everyone, I'm Latish Dalinadan, a live producer on Watch Dogs Legion. Back in October 2020, you recruited a resistance, built DedSec, and saved our near-future London. Since then, you have jumped in online modes with friends, dared our tactical ops, and fought for London with Mina. Now, on behalf of the team, I'm proud to give you a taste of what's coming up in Watch Dogs Legion Bloodline. Got a simple job for you, Aiden. Huge payday. What's the catch? It's in London. That's where your nephew Jackson lives, right? Anyway, the job's pretty straightforward. Break inside Broken Tech and steal a device giving control over an army of weaponized robots. That thing must not fall into the wrong hands. Whoa, 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 whoa! Easy, easy! Hey, I know you. Give me that. This, no. 3. I need it for a thing. 2. Okay, I guess we're doing this. All I need is that little device stolen by your partner. The one in the stupid mask? I can find him. I just don't think I can trust you without some insurance. I'm just tired of criminals and con men running the world. I need you to pay attention. Next Bench, Pastor Watch Dogs. Sieht ganz cool aus, ehrlich gesagt, aber es ist Watch Dogs. Also ganz ehrlich, das scheiß Manchester hätte ich sich echt irgendwie sparen können. Diese gehen mir echt auf die Nerven. Ach, das Spiel, das habe ich mal gesehen, dass es angekündigt wurde. Hab aber komplett vergessen, das heißt. How do I tame the deer? How do I tame the deer? Na, Mordes Phoenix Rising. Oh, not like that! Da hast du recht, so tut man das nicht hättest du dir davor denken können, dass man es nicht umbringt, oder? Now I feel bad. Ich habe mir Far Cry 3 gezeigt, ich dachte, das ist ja schon bei Far Cry 6. Die habe ich auch mal irgendwo gesehen, aber es sah echt irgendwie furchtbar langweilig aus. Irgendwie dieses eine Spiel aus Eldorado. Ist das Bad 10 Logo? Na, Rainbow. Hey, Trackmania sieht echt geil aus. Ach, gleich geht's los und dann fangen die richtig spannenden Dinge an. Ja, weg mit Valhalla.
bin mir ziemlich sicher, dass richtig Entwickler nicht wirklich sneaky waren, aber dabei. Wird sehen, was es sowas gibt. So, nachdem sich jetzt Ubisoft auf sich selber die ganze Zeit ewig einen runtergeholt hat, können wir jetzt mit dem spannenden Ding anfangen. Aha, klimatischer Countdown, der in hoffentlich sehr spannender E3-Präsentation endet. Logo. Hi everyone and welcome to Ubisoft Forward. I'm Neelam. And I'm Yusuf. We're so thrilled to be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. Meine Fresse, wird das geil schauspielert. But I know why y'all are here. You want to see games, so let's get right into it. The Rainbow Six operators are facing off against an evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Rainbow Six Extraction. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung von Rainbow, aber ich habe halt damit erklären können, was ich jetzt sehe. So much peace, staring into the heavens, until a piece of it fell. Was? And the nightmare began. Das ist schon ein bisschen edgy. We thought it could be contained, but it evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team, now. Das ist im Falle von Covid vielleicht etwas, If there's a way to stop them, ja, interessant für you ihr will Konzept. find it. But I know you will find me first. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nests. And I'll find Ivana. I have your signal. Let's go. Mir hat sich in den letzten Jahren so irgendwie das von manchen Aliens auch so Parasiten-Aliens übergegangen ist. Gut, an sich wird es wahrscheinlich von Alien losgetreten damals in den späten 70ern, aber und diese Art, wie sie sich zurückbewegen mittlerweile oder aus, erinnert mich echt stark an Edge of Tomorrow. Der tippt einfach nur aus wegen Gegner aus Plattform. Der explodiert mit dem Gegner aus Plattform. Clock's ticking. I found her. Hat Rainbow eigentlich einen Story-Mode? Ich dachte irgendwie, es wäre einfach nur ein Online-Game. Hold on. Jo, die Gitarre. Ich habe noch nichts gesehen, was mehr Metal ist als das. Also der Typ, der sein eigenes Skelett des Onkels irgendwie eine Gitarre irgendwie umgebaut hat, das war auch schon. Natürlich, das ist bitte wirklich falsch verstehen, es ist absolut übel, mit dem Onkel eine Gitarre umzubauen. Check. Make for the exit. An apex. Das ist einfach der Flathead an dem Punkt. Not so fast. Sie hören so Arnold Schwarzenegger Ersatz für den Film, für das Spiel. Now's our chance. Nomad, blow the door. Cover me.
Ja, ich muss sagen, grafisch sieht es ganz schön aus, aber ich kann jetzt auch nicht einschätzen, wie es für Ingame und Visual jetzt einfach nur so, dass jetzt wie vorgeredet wurde, damit so aussieht. 16. September für jede Konsole außer die Switch. Das ist eigentlich für Stadia immer noch produziert, das ist irgendwie überraschend. Now, I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight. Okay. My name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien threat. Some of the operator's abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players, but this time, as you progress through the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the operators we just saw in that trailer are very familiar, but what happened to Hibana? She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If you or a teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are gonna have to come back together to get back in there and get them out. Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. Balancing that risk and reward scenario is going to be tough. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is it? Who are they? And where did they come from? What we know is the Archeans are an evolved form of the parasite that was first detected few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new regions, emerging in several containment zones within New York, San Francisco, and Alaska. This is what we know so far. Within the containment zones, the alien ecosystem is in a continual evolution, as incubation nests and their sprawling tissue spawn procedurally, taking over different areas of the map and reaction to the player presence. The parasite is always spreading, always evolving, but it didn't look too happy about the operators disturbing their new home. What are we facing off against? Well, the black goo-like sprawl is probably the first thing you will take on. It spreads to the map once your presence is detected, slowing progress and helping the Archeans. Some of the other threats you may have seen in the trailer are the long-range spiker, the explosive breachers, the shape-shifting tormentors, and the apex. There's a lot more species of Archeans and mutations that have been observed. More to come on that very soon. Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the details. We still have crossplay to talk about. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. And for our Rainbow Six Siege community, we have exclusive unlocks for you in both games. Okay, you've been waiting long enough. Let's take an exclusive first look at some gameplay footage. Here is Rainbow Six Extraction. Okay, das ist interessant. Welcome to Rainbow Six Extraction, the new tactical co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. In today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on dormant nests. Don't destroy them or we'll lose the trackers. As a squad of 3, Ella, Alibi, and Sledge will use their operator abilities to complete objectives, assist each other, and obliterate Archeans in their way. Drone spinning up.
Eigentlich That's a ganz grunt. cool gemacht mit Easy diesem. for a nest to incubate and bring to life, not so easy to eliminate in large numbers. Converge on location. Nice and quiet. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Eliminate my target. So stealth tactics are the way to go. Jo, das sah einfach aus wirklich wie in wie bei Metal Gear Solid 5. Place auto trackers Diese for our react komischen scientists. Parasiten-Typen. Eines wird davon tatsächlich übernommen. Die verschwinden auch so auf die Art und Weise. Wenn schon Surf dabei ist. The parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an Archean, and a nearby nest wakes up too. Ich glaube, wenn move er faster in sprawl, but operators get slowed down. wenn das schwarzes Zeug reingeht, dann The squad can habt use ihr die their Kraft, react Spider-Man light zu to see besiegen. bioluminescent properties in Archeans and in the environment. The contrast helps to better identify targets. Nest mapping complete. A scientist just gave me the thumbs up. Good job. Identifying Archean variants helps the team determine the best approach to take them out. Spotted a rooter. It can immobilize anyone in front of it, so Sledge will swing around back. Sledge hat einen Sledgehammer. Get out of there before the swarm appears. Don't push your luck. Ja. Airlock, go! That was close. Here, the team can regroup and resupply. Airlock doors will open onto the next subzone, which Das will ist be doch einfach tougher wie than the first. Phasmophobia. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your react blade. It's right there. React blade, do your thing. That target is finished. One down. We're not done yet. That's your target. Don't put it to death just yet. Get that sample. We've located a spiker. It can fire armor-piercing projectiles. Alibi deploys a Prisma hologram. Deploying the bait. End of the line. The squad can use react tech to go further in incursions. The more intel they collect, the more tech they'll have at their disposal to fight off this threat. It's all about teamwork to outsmart the enemy. Barricade that spot. Reinforcing the wall. Creating a choke point is a good idea to increase the arc mine's efficiency. Eyes on hostile! That's the way. Keep hunting. That's the react threat sensor. Smasher incoming. Also, ich hätte halt wirklich lieber Potenzial, was heute anfangen. Eigentlich sieht es ganz cool aus. No leader for the Archies to follow. Also vielleicht später mal eine Rolle mit Tom. The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel, or move to the next airlock. The third subzone will be the most challenging yet, a true test of both tactical team strategy and operator reflexes. Some Archeans are responding to an elite as if they're communicating. No way we'd let them mobilize against us. Und Hunt them down until the elite comes out of hiding. dieses Spiel wurde eindeutig von den ganzen Science-Fiction-Horrorfilmen der letzten paar Jahrzehnte inspiriert. Weil es eben noch ganz witzig war, irgendwann mal irgendwie so ein muskulöser Mann irgendwie vorbeikommen würde und er mit einem riesigen
mit seinem riesigen Messer irgendwie anfangen würde, auf den Predator da einzustechen. The elite will show up any second. Eigentlich soll ich mir mal Alien vs Predator angucken. Ich habe gedacht, der Film soll richtig trash sein, aber nein, das Eco muss ich aus der Film an, oder? Ja, dabei ist dann, ich muss sagen, dass ich Alien 1 besser als Aliens finde. Weil in Alien irgendwie diese Horde der Typen so durch die We have an operator in stasis. durch die An operator is now MIA. I don't know if you can hear this, but we're mounting a rescue. Hang tight. ja, der Horror da irgendwie initiiert wird durch das, was man eben in den meisten Teil des Films gar nicht sehen, dieser psychologische Horror irgendwie deutlich cooler ist als diese Action-Sequenzen aus dem You heard zweiten it. Teil. A rescue mission is underway. React still needs you. Oh, sieht doch ganz cool aus. Operators, it's time to kann man mal unite and zocken. stand together against this emerging threat. Squad up with friends in co-op, or step into the containment alone. Stay tuned for more Rainbow Six Extraction intel coming very soon. If you think fighting aliens is tough, try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Ja, jetzt nicht Rocksmith von has an Guitar approach Hero, that's for oder? everyone. A fun and interactive way to learn guitar, playing your favorite songs. And in the decade since its release, our community and its impact have only amplified. This year, let's turn it up to 11 and see what's next for Rocksmith. Ich finde eine coole Idee, das Problem ist bloß, ich kann schon Gitarre spielen, das vielleicht dazu nicht für mich. Wir finden das eigentlich an der Fabrik dieses Spiel. Song for you, a road in memory, as faint as anything, reached into the walls. It's all for you. Recall the venomous desire that struck on any vein, like a bayonet array. Also ich bin enttäuscht, wenn in den Spielen nicht hier Eruption von Van Halen drauf ist. Oder die Mondscheinsonate, das ist wieder wichtig. Wenn die beiden nicht drauf sind, dann kann man sich ja gar nicht richtig austoben auf dem Spiel. Wichtig natürlich auch irgendwelche harten Metal-Lieder wie Bleed von Miss Sugar oder keine Ahnung, aber die gesamte Diskografie von Cannibal Corpse. Dafür wäre ich jetzt. Warte mal, das war ein Bass. Jetzt habt ihr da was eingeschmuggelt. Vielleicht soll sich das Leo mal angucken. Der wollte unbedingt mal Gitarre lernen. Das würde ihm auf jeden Fall eine vielleicht spaßige Möglichkeit dazu geben. War ich schon allein irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich mir das beibringen möchte, Tutorials zu hören. Bin ich meistens noch nicht spannend genug, weil das Gefühl, irgendwie Gitarre zu spielen, echt. Ja, Spaß ist irgendwie. So erfüllen, wenn man dann was richtig hinbekommt. Nur Rhythmus ist bei mir manchmal ein bisschen trash, deswegen spiele ich öfters mit Sugar-Lieder, um in den übertriebenen Sinne einzuverleiben. I'm Arthur Von Nagel, producer at Ubisoft San Francisco, and Rocksmith has truly been a dream project for me. As a lifelong gamer and a touring musician, Rocksmith is what I wish I had when I started learning music. And that's why I'm thrilled to share the next evolution of music learning, Rocksmith Plus, a new interactive music learning subscription service available this year. Learn how to play guitar and bass by playing along to master recordings of your favorite songs. Connect your instrument to your PC, console, or mobile device and get real-time feedback as you play. Connecting with Rocksmith Plus will be easier than ever now that you can use your phone as a microphone. Download the app
Log in, sync to Rocksmith Plus, Sache war, set es it die nicht down, funktioniert, and dann play ist es ein along. Handy als Mikrofon zu Now, verwenden bei einer acoustic Gitarre. players and electric players with amps can use Rocksmith Plus with no extra gear needed. It's a game changer. And we're excited to reveal Rocksmith Plus will have a huge amount of songs at launch. All songs in the library will have chord charts that'll be perfect for rhythm players who want to learn the foundation of a song to hum and strum along to. We'll still have the note-for-note, authentic arrangements for players that want to play songs exactly how the artists originally played them. And each week, we'll release a steady stream of new authentic arrangements to keep growing that portion of the library. We're also introducing the Rocksmith Workshop, a new tool that lets users create and add their own arrangements for songs we've licensed. Your subscription will give you access to all those songs, more content than ever before, including genres beyond rock. We'll have pop, hip-hop, country, Latin, R&B, all sorts of metal subgenres. Yes! We'll have music from all over the world, from big stars to indie darlings. It's the most diverse song library ever seen in music learning software. Rocksmith Plus will still have our proven practice features like adaptive difficulty and riff repeater, which let you practice and learn at your own pace, or slow down and repeat tricky parts until you master them. We've improved those features in Rocksmith Plus and are introducing new ones. Beginner and intermediate players will benefit from more personalized learning, thanks to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. Players won't just see their growth on a single song. They can now monitor their progress technique by technique across the board, and overall offer a better sense of how you're improving over time. Advanced players will be happy to know we're introducing a new Rocksmith Tablature view. That way you could take advantage of Rocksmith Plus's song library and practice tools in a format that's familiar and one that will hone your tab reading skills. We're excited to announce that you can register for a chance to participate in our closed beta right after the show. Visit our website at rocksmith.com to get an early look at Rocksmith Plus and help us test and create the future of music learning. Thank you so much to the amazing fans who have enjoyed and supported Rocksmith over the past 10 years. Let's jam together with Rocksmith Plus for another 10. Ich muss sagen, wenn ich und Leo machen jetzt ein Rocksmith-Projekt, ne? Register now for a chance to play the Rocksmith Plus beta. Summer's coming, and nothing gets thrill seekers' blood flowing like bright sun and fresh trails. And Riders Republic will give them just that. Last year, you got a first look at our massive multiplayer outdoor sports Das andere extravaganza. am Sommer kann man nicht machen, Since also then, wie ihr the spielt, product's zu grown by spielen. jumps and grinds. Das war das Spiel, wo ich von meinte, wo ich den Namen vergessen habe. Das habe hab ich mal gesehen, ich weiß nicht genau wo. Das sah auf jeden Fall relativ cool aus. Greetings, thrill seekers. This is the Riders Ridge, the Republic's stomping ground. From here, you can meet like-minded riders, manage your career, learn to nail those wild moves, stay stylish, share your creations with the Republic, stay on top of the latest news, and take up some ferocious multiplayer action like Free-for-All or Tricks Battle, our 6 versus 6 team competition. So, here's how it works. Performing big tricks on the modules will turn them from red to blue, and every trick that you stomp will contribute to your team's overall score. You still with me? Okay. When your team has turned all the modules blue, you capture that district, which will help multiply your score into the big time. Progress, progress, progress. To unlock more content, you gotta earn those stars. So, if you want to be the boss of your own career, Ja, jetzt wird sowas, ich hätte echt wieder Bock auf den world's most Ostbike fahren. famous competitions are waiting for you.
Ja, ganz ohne Witz, das Spiel kann ich eigentlich auch mal bringen auf dem Kanal. Ich hätte echt Bock. Es ist halt wirklich fett daran. Ich glaube, das Idee von dem Spiel ist, dass man sowas hat wie Some might say the best parts of the Battle Royale. Republic can be found in the city playground. We've got modules that you can slay for days. Maybe you're all about living on the edge. Either way, to progress, you gotta earn those stars. Having the right rig is important too. And we've all got our preferences. Da geht ein bisschen Goldschürfe. Das ist ein Jetpack. All right, I get it. Sometimes you just want to explore and bathe in nature. Oh cool, das gibt nochmal mit ihrem Wishlos an. Counts. Getting those stars means more rad to be had, and the Republic will abide. There's always something awesome to do as you reach new milestones and unlock more challenges. It's the Red Bull Joyride, people. It's infamous. It's spectacular. It's the biggest stage of slopestyle mountain biking. And guess what? You can play it versus your friends. There is so much more. More stunts. More sports. More events. Just more, okay? And a natural outdoor playground for you and your friends to enjoy. Any way that you want. E.T. nach Hause telefonieren. When we say fun with everyone, we mean it. Look at all these riders. Does this speak to you? Then don't miss out on mass races. Es hat eben erst aufgefallen, dass das Ganze deutsche Untertitel hat. Mir ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Das ist die deutsche Version von dem Ganzen. Ja, ist ja gut, dann kann ich tatsächlich auch die deutschen Leute abholen mit dem Video. Mit dem Stream. Ja, das ist so das Problem, wenn man irgendwie... Wenn nur die eine Hälfte des Hirns aktiv ist, ne? The Republic awaits you, Ryder. See you soon. 2. September 2021. Don't keep the mountains waiting. Riders Republic is coming September 2nd, and you can pre-order now and claim your right to rip. Okay, so we've seen some of our favorite Rainbow Six operators battling alien parasites, but how's their day job going? You know, ever since Crimson Heist, we're still trying to clear all those pesky Flores drones off the maps. Year 6 is off to a blazing start, with Siege passing 200,000 concurrent players a few weeks ago. If you haven't joined in yet, 2021 is the perfect time to drop in. Noch mehr Rainbow? Ich denke mal, sie zeigen jetzt ein paar von den Updates an oder so. Also, na, okay, nochmal jetzt hier, das war angekündigt, aber weiß ich nicht, aber ob sie es nochmal zeigen. 6 years into our journey with Siege, we are humbled and grateful for the enthusiastic community that has supported this growth. So today is all about sharing quality of life developments that will dramatically improve player experience. With the community growing every day, we've been hard at work finding ways to improve your ability to play with your friends and meet new players. On June 30th, we are unifying our PC and cloud-based platforms with crossplay and cross-progression. That means that any player on Amazon Luna, Stadia, or PC will be able to queue into games together while having a unified account progression. And for console players, in early 2022, crossplay will be available between PlayStation and Xbox platform, and the cross-progression will be available between all platforms. For these updates, we needed a bit more time in order to prepare and make sure they have a smooth launch. Bringing these player bases together benefits everyone. It will finally allow you to play with your friends across different platforms.
It also means that your progression will now follow you, anytime and anywhere you play. We know crossplay is a feature a lot of you has been anticipating, and we are thrilled to see the enthusiasm its announcement has inspired. From your amazing fan art to the awesome cosplays, the Rainbow Six community is the lifeblood that keeps this game moving forward. We cannot thank you enough for your support. It is because of you that Siege keeps evolving and growing. To wrap up, here's a brand new animated trailer starring Thunderbird, the new Defender joining Team Rainbow. Check this out. Also bis jetzt wurde noch nicht durch was Neues angekündigt, nur irgendwelche Updates zu schon bereits existierenden Spielen. 6 years ago I met a pilot. She saved my life. Damn. Die Animationen sind ganz nice. That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankan, Wichachpi. The Creator's star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. Ich nehme an, die sind jetzt irgendwo abgestürzt. What's happening? Shh. Ach cool. Ein Bär. Das ist einfach der Revenant. Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask her yourself? Okay. New projects aren't the only things to be excited about this year. Take a look at the incredible updates coming to our live games in 2021. Was für neue Spiele? Können jetzt einfach das, was wir vorhin in der Pre-Show schon hatten, nochmal. Weil dann hat es sich echt nicht gelohnt, die Pre-Show anzuschauen. Sieht echt so aus. Da haben wir auch echt nervigen Montagen. Wir tun es einfach so, als würden wir es gerade zum ersten Mal sehen. Wow. Das ist ja beeindruckend. Was? Die können auf dem Wasser springen. Was? Wow, und tauchen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Was? Die Ninja Turtles? Damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Wo kommen die denn her? Und Michelangelo. Ja gut. Das Reitspiel ist irgendwie immer noch ziemlich nicht ziemlich, ne? Dann wird es wahrscheinlich heute so ein bisschen bei der Far Cry bleiben und was dann. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber. Aber halt wirklich ein paar falsche Erwartungen da dran. War wieder nicht Problem. Aber was habe ich auch erwartet? War ja die Pandemie, ne? From the release of the Ghost experience to the latest teammate update, Ghost Recon Breakpoint keeps evolving thanks to your feedback. But that's not all. As 2021 marks the 20th anniversary of the Ghost Recon franchise, we are happy to announce that there are still many more surprises to come. Stay tuned, Ghosts.
Just Dance has always been about connecting with friends and family. When you're in good company, there are no bad games. Einfach auch auf der Wii So move the zurückgeweist coffee raus. table, alert the local homeowners association, and let's get loud. Das ist ja bescheuert. Dann kann ich ja meine Tanzmatte aus dem Keller holen. Hm. Hello, my name is Todrick Hall, and I'm a singer, dancer, actor, director, and choreographer. I am super excited to announce that my song, Nails, Hair, Hips, Heels, is going to be a part of Just Dance 2022. Wer bist du? Man den kennen. But that's not all. Oh no, for the first time ever, the Just Dance team and I are collaborating to give you an exclusive version of my song for Just Dance 2022. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. To me, Just Dance allows people to express themselves through dance and to celebrate who they are and their individuality in such a fun way. Just Dance has transformed millions of lives, and I hope that this song brings you all so much joy, whether you're dancing alone or with a group, to work out, or just to have fun. It's going to be a great time, and I can assure you, you will not just play, you will absolutely slay. The new lyrics were handcrafted specifically for Just Dance, and let me tell you something, they're full of sass because, you know, they were written by yours truly, but I guarantee they are going to give people so much confidence. That's the reason why I wrote Nails, Hair, Hips, Heels, and now it's been Just Danceified. I don't think they're ready for this jelly. I hope you all have just as much fun dancing to this track as I had making it. Oh, and one last thing. You will have the opportunity to be a part of the making of my new video, which will be released alongside the new Just Dance track. For more information on how to participate, darling, just check the link below. We got you. I cannot wait to see you all living your best life and being the most fabulous you have ever been. I will see you all in Just Dance 2022. Girl, I don't dance, I work. Er sagt, er ist Schauspieler und ich glaube, ich habe irgendwie nichts zu ihm gefunden. Also, dass er den Song geschrieben hat. Ah, natürlich viel Switch. Denn wer kauft mich eigentlich überhaupt noch Just Dance? It's time to get our Viking on. It was a big year for the new chief of the Raven clan, but your journey with Eivor is far from over. Mehr Valhalla? Naja, ich meine, so wie ich das verstehe, ja, Game mal fixen. Ist auch nicht schlecht. In November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest launch for any Assassin's Creed game to date, and we have you to thank for that. Becoming Eivor, a Viking leader going on a quest to fight for a new home, is an adventure that resonated closely with many of you. Oh, God. I certainly had fun exploring England with Eivor and stumbling across unique world events that left me with memorable side stories. Thank you, Eivor. Valhalla. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total, and built more than 100 million buildings in your settlements. Congrats. Eivor still has a long journey ahead, and we've been continuing to offer free updates for all players to enjoy post-launch. These updates include time-limited festivals, new quests, and even whole new game modes, such as the River Raids update and the Mastery Challenge. We add in community-requested tweaks and features too. For instance, we'll be adding one-handed swords in the coming weeks. The team is also working hard at tackling issues and improving the game experience for everyone. We've been tracking various known issues on our forums, and also shared our complex bug-fixing process in a recent dev blog. We love seeing your continual feedback, and we thank you for your patience and support for the game. On top of regular free updates, we're also building on Eivor's story and the world of Assassin's Creed Valhalla through game expansions.
Wrath of the Druids released a few weeks ago, allowing players to explore Ireland and battle a mysterious cult, the Children of Danu. In our second upcoming expansion, you'll get to relive the Siege of Paris. Das ist tatsächlich ziemlich cool. This is the most ambitious battle in Viking history, taking place in war-torn Francia. You'll have to do everything in your power to uncover enemy secrets and form strategic alliances in order to safeguard your clan's future. Players may be excited to learn that black box infiltration missions are returning. This means you're given a goal for a mission, but how you'll achieve it is up to you. Expect new abilities, weapons, gear, and of course, new enemies. Watch out for the Siege of Paris coming this summer. Assassin's Creed has long focused on the exploration of history, and we are happy to announce that the new Discovery Tour will be released this fall. It will be free to all who own Assassin's Creed Valhalla. Explore the world and take a deeper dive into the history of the Viking Age. The team has crafted a new experience where you'll get to play as people during the time of Vikings and follow them in their endeavors, big and small, while collecting exclusive rewards. Whether you're an Assassin's Creed fan with a heart for history or a student looking to supplement your knowledge, the Discovery Tour Viking Age will have you covered. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. Well, this year will be a very active year for the game. We're already working on more expansions for next year. Ist das geil. Something tells me that Eivor is not done with Odin yet. Oh, wir haben tatsächlich mal unser Spiel fertig gemacht, nachdem wir sie rausgebracht haben. Man hat absolut nichts mit dem Assassin's Creed Teil zu tun, aber wusstet ihr, dass die heutigen Russen vermutlich von den Wikingern So you've seen stammen? some great games from us, but we also have news about the movies and TV series we've been working on. Our Ubisoft film and television team has some Oh, exclusive content to share. Up first is Mythic Quest, the workplace comedy set in a game development studio that's streaming on Apple TV+. If you haven't watched the second season yet, here's a look at what you've been missing before the upcoming season finale. Why do you have goosebumps? This is an involuntary reaction to Being inspired? I was emotionally manipulated. What's the difference? That's it. Except make it about me and not the world. I feel really seen and heard. I don't want to see you or hear you. She played us to get what she wanted. She inspired us. She emotionally manipulated us. What's the difference? Up next is an exclusive look at a new trailer for our feature-length movie, Werewolves Within. It's a whodunit with teeth that'll be coming to theaters June 25th and on demand July 2nd. Hello, everyone. I am Josh Rubin, the director of Werewolves Within. And I'm Sam Richardson, the star of Werewolves Within. Werewolves Within was based off a Ubisoft game, and we're so excited to bring you an exclusive look just for you. Check it out. Dr. Ellis? I told you, she's probably tanked. Touch this door again, I'll shoot. Again. Dr. Ellis? Hey, stop getting lost, please. Look, we need answers. It didn't disappear. What did you say? Shh. What? It's not Emerson Flint. It's one of you. What the hell is that supposed to mean? Okay, well, what did her eyeball say? Look, we don't understand. Can you just please come out? I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. Ist es wirklich Werwolf? Das spielt Werwolf. One of what? Das ist ein Fachwort für einen Menschen, der sich in einen Werwolf verwandelt. The roads are effed. Something's wrong with the generator.
ist mir aufgefallen, dass dieses immer mehr in dramatischen Filmen auftaucht und das irgendwie nicht mehr funktioniert. Ja, tatsächlich nicht. I'm gonna go get a croissant. Out of curiosity, who is packing? We having a good old-fashioned sleepover. With guns, though. With guns, yes. Sachen werden immer witziger, das ist unglaublich. Das ist Monty Python. Not littering, I'm just excited. Not judging, just watching it. Der Humor wird irgendwie immer beschissener, kann es sein. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus. Yeah. And be sure to catch Werewolves Within this summer. In theaters or on your on-demand platforms. Ich halte mich davon fern. No hero story is complete without a great rival to match them. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative. When it comes to memorable villains, no one does it better than Far Cry. Metal Gear? Please, we have to get on that boat. Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Quiet. Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. For his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Gracias. Boxing gown. An Judas. Also das Gefühl, dass es Gracias. Don't worry about it, relativ Here. unsubtil irgendwas hindeuten könnte. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the Haben die orphanage, wirklich same as the fucking mit academy. verdammt übersetzt. What's that? Please, no, this is a fishing boat. You mean, no. Before he was El Presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Si, Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your sword! I've caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! Junge, der hat echt No way. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Er hat sich die Stimme für seine Alter. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release.
das war auch mal eine gute Einführung des Spiels. Der Typ macht es auf jeden Fall überzeugend, ich hab den Namen vergessen, der Typ, der Guthring gespielt hat halt. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villain's tradition and introduce a brand new experience. It is time to see the other side, go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. What is going on? Who's watching? My, what a happy family. RJ, tell your mother and sister to... You are alive. That is all that matters. What the fuck? Peekaboo, motherfucker. Where the fuck am I? I too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. In my way! Is this a test? A dream? An opportunity? Then I will not waste it. You are beyond salvation. Did I ever tell you the definition of insanity? Ja, wenn sie einen Haufen guten Bösewichte haben, dann nehmen sie einfach nur dich zum Bösewichten, ja. We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neelam, I can't wait to get my hands on this one. Was wird's denn jetzt? Oh Gott, das hat Rabbits, oder? Oh nein. Oh Gott, das ist tatsächlich Rayman Rabbits 2, oder? Ich darf eigentlich nicht sagen, das Spiel war, glaube ich, nicht mal so schlecht, was ich mitbekommen habe, aber... Aus dem die fucking Rabbits. Die fuck mich so ab. Also Mario Galaxy und Rabbits? Oh nein. Ach du Scheiße. Können wir dieses Brand an Rabbit endlich umbringen und einfach Rayman zurückholen? Ah, weil das Spiel, was ich mir nicht kaufen werde. Oh Gott, dieses Scheißvieh. Hier gehen wir noch mehr auf den Sack aus den Minions. Das Hentai-Monster.
Und vermutlich in der Nintendo Direct ist Son Goku auch noch angekündigt. Und nicht mal Rosalina Rabbit, das ist super. Ja, so geht's mir auch. Sieht komisch aus für die Erde, der Planet. Das sieht einfach aus, als hätte sich das von Smash oder von der Ranger abgeschaut, oder von beiden. Aber das sieht cool aus jedenfalls. Nur der Fall, dass Rabbits dabei sind, ist anstrengend. The whole team is super proud of this new game, and I can't wait for you to experience it. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Kann ich nur der Bock auf Paris, das ist echt hübsch da. Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today, to unveil our new project, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. We are diving back into this unique crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom, there is an entire galaxy to save. To do so, we will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet to planet. They will be facing a powerful villain, Cursor, an enemy unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. By their side, they will have their new allies, the Sparks. These surprising creatures, born from the merge of Rabbids and Lumas, will lend their wild powers to our heroes. Their natures and origin are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned. Es war auch überrascht, dass Leute tatsächlich Rabbids spielen mochten. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has big ambitions. It introduces new action elements into the mix that will push the boundaries of tactical games even further. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players, yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. We Natürlich ist es exklusiv für Nintendo Switch. Ich glaube, Nintendo seine IPs ausgibt. And we cannot wait for you to experience it. Ah, da war ein One-Up-Sound. Pre-Alpha Footage. Okay. Ich vermute mal, es war zwar nicht gleichzeitig programmiert, aber es hat schon ziemlich starke, ein bisschen so aus wie hier Bowser's Fury mit dem eingeschwärzten Leuchtturm da.
Oh, Poseidon. Oh Gott. Warte mal, der war weiblich? Ja, Hype ohne Ende. Ich freue mich. Wow. Nice. Oh, nächstes Jahr. Ups. Dann muss wohl noch ein bisschen warten, ne? So we're not done yet. Ah, nicht? Let's check in with our CEO, Yves Guillemot. Ist das irgendwie so ein Haus oder was soll der? Like... Hi everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved, and for always striving to deliver the best possible game experiences. I'm humbled by their resilience, energy, and collaboration, especially during what has been a challenging year. I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players from around the world to share memorable experiences and moments of joy. This is one of the real powers of video games. And it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, my sincere thanks to you, the players. We appreciate the trust you place in us. Your involvement in our games communities keeps them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback, and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams to develop games within their universes. For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorite Spiel, das Mario heute and angekündigt war, ist Rabbids aber noch nicht klar, was characters es kommt. return for an all-new adventure. And speaking of great partnerships, there is one more exciting thing we would like to show you today. Okay, wenn man das It is a sagt, glimpse of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all. Brought to life by the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look with you now. Enjoy. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Hätte man schon drauf kommen können, was es ist, weil ich habe echt keine Ahnung. Es ist Jurassic Park Spiel. Nein, das ist das Avatar-Spiel, was? Hatte ich das eigentlich, Avatar irgendwie zu so einer... Das ist doch Avatar, oder? Hatte ich das eigentlich zu so einer eigenen Serie entwickelt, weil... Ist doch eigentlich nur ein Teil draußen, die anderen wurden nur angekündigt. Der kam 2008 raus. Das ist scheinbar sogar ein Videospiel. War ja schon ziemlich cool, aber... Irgendwie halt wunderbar, dass da ist sowas überhaupt passiert. Was?
irgendwie eine Verbindung zu den Teilen, die jetzt rauskommen, und das ist einfach nur, tatsächlich einfach nur, um irgendwie das Geld irgendwie noch mitnehmen zu können. In dem Sinne davon, ob es irgendwie Story mit verbunden ist, das meine ich natürlich. Auf jeden Fall würde ich sagen, das Spiel hat ein Potenzial ganz gut zu werden, aber wiederum hat es natürlich den Bias von, naja, du hast einen Film in einem Videospiel, also irgendwie gehen dann im Grunde davon aus, dass es nicht gut wird. Tja, aber ich denke, was für die letzte Ankündigung sein für heute. Was auch okay ist, aber irgendwo finde ich es doch schade, dass vermutlich wir nie wieder Raven bekommen werden. Avatar, Frontiers of Pandora. 2022. So, ja, dann endet es jetzt gleich. Jetzt geht nochmal das durch, was angekündigt wurde. Ja, vielleicht kann ich schon mal ein paar letzte Worte irgendwie dazu abklingen lassen. Grundsätzlich, auch wenn die vielleicht nicht so wirkte, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hardware 6 sah ganz cool aus. Das Rainbow Update war eigentlich auch relativ interessant. Auch wenn ich noch nie Rainbow gespielt habe. Und ja, ich habe wieder Spiele daran vergessen, das diesen paar irgendwie diesen Sportarten, wo man das so rumfährt. Das sah auch ganz dick aus. Ja, und vielleicht ist das Avatar-Spiel auch ganz cool. Ja, und Rayman Rabbids werde ich mir vermutlich kaufen, dass das ein gutes Spiel ist. Die Rabbids gibt es ja auch gesagt. Tja. Dafür wir sind dann gleich bei der Volvo wieder, wenn das vorbei ist. Oh. Ja, dann müsste auch Tom dabei sein. Wenn nicht, dann schnarcht ein bisschen zusammen mit dem Junge. Na, da hat man sogar Raymond Thanks gesehen. to Eve and all the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Today, we battled some Arkeans in Rainbow Six Extraction, learned some new songs in Rocksmith, got an adrenaline rush from Riders Republic, lit up the dance floor in Just Dance 2022, visited new shores in Assassin's Creed Valhalla, witnessed a chilling confrontation in Far Cry 6, and teamed up with our favorite man in overalls in Mario plus Rabbids. Don't go anywhere. There's still more to come in the post-show. Bye, y'all. Gut. Dann ist es jetzt gleich vorbei, wie ich jetzt hier sehe. Die Porsche werden wir auf jeden Fall nicht würdig angucken, dafür fehlt uns auch irgendwo die Zeit. Ja. Also. Gucken, was so geschrieben wurde. Kann man überhaupt irgendwie Kommentare einsehen? Ah, kann man nicht. Ja, war ganz cool. Wenn wir es wieder, dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Dann und